brauche deinen Conditioner. Du bist ja... Oh. Das ist der Beweis, Kunst ist vergänglich. Es soll ja Stimmen geben, die sagen, Stuttgart, das ist eine Stadt voller Autos und die ganzen Baustellen und. Da ist sicher was dran, aber Stuttgart ist auch eine Stadt, in der man wahnsinnig viel entdecken kann. Genau das habe ich vor. Ich verbringe jetzt ein wunderschön verlängertes Wochenende in Stuttgart. Und für ein Highlight, da muss man zumindest einmal richtig früh aufstehen. Ich sag dir, mein Wecker hat um 4:30 Uhr geklingelt. Ja. Der frühe Vogel fängt den Sonnenaufgang oder so. Den Wurm. Lohnt sich, Matthias? Ja, also ich bin eigentlich auch nicht der Frühaufsteher, aber ja, für diese Veranstaltung mache ich das immer wieder gerne. Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Guck mal, da hinten, da wird sie gerade wach, die Sonne. Ist dieser Anblick etwas, was dich noch begeistert nach all deinen Jahren? Das hat so was Mächtiges. Da kann passieren, was willst. Die Sonne geht auf. Also und pünktlich. Also da kann man gucken, zack, Sonne kommt. Auf die ist Verlass. Richtig. Hallo, guten Morgen. Kann ich kurz stören? Hallo, Johannes. Hi, hi. Tobi, hi. Guten Morgen, ihr beiden. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass ihr kommt, weil für euch ist das hier oben tatsächlich ein besonderer Ort. Ja. Verratet uns doch bitte, warum. Ja, wir haben uns hier das erste Mal getroffen. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Und dann haben wir den Fernsehturm eben als ersten Treffort ausgewählt quasi. Als Wahrzeichen für Stuttgart. So Bücher halt, hatte ich meiner Frau immer geschenkt zum Geburtstag oder zum Jahrestag. Hase 1 und Hase 2, Tok Tok, vielleicht kennt man es quasi. Ne? Ja. Und ich habe dann den Künstler gefragt, ob er mir eben ein Bild malen würde zum Verlobungsantrag quasi. So. Ja. Dem Hase 1 und Hase 2 willst du mich heiraten mit Stuttgarter Fernsehturm im Hintergrund. Guck mal, da seid ihr beiden Häschen hier unten quasi. Und Genau. okay, ach wie schön. Ja, ausnahmsweise, weil das Fernsehen da ist. Matthias, das war eine Lüge jetzt. Nein, tatsächlich. Auf der Plattform hier ist eigentlich jedes Glas streng verboten. Oh. Aber weil wir so nett beisammen sind. Ja, Matthias, vielen Dank. Danke für eure Zeit am frühen Morgen, dass ihr gekommen seid. Ja, jederzeit. Cheers. Ja, dann erstmal. Zum Wohl. Matthias, Dankeschön. Auf unser Erlebnis. Ja, auf den Sonnenaufgang. So, jetzt haben wir was für den Blutdruck getan. Stuttgart ist wach und ich glaube, vor uns liegen ein paar richtig schöne Tage. Und zwar hier unten im Kessel. Denn Stuggi ist bekannt für seine Berg- und Tallage. Deshalb sagen viele, es wäre ein Dorf unter den deutschen Großstädten. Wir besuchen die Wilhelma, Deutschlands einzigem zoologisch-botanischen Garten. Und klar, in der Autostadt Stuttgart auch das Mercedes-Benz-Museum. Und ein echter Geheimtipp, das ehemalige Bunkerhotel unter dem Marktplatz. Und mittlerweile einer der meistbesuchten Orte, die derzeit wohl größte Baustelle Deutschlands am neuen Stuttgarter Bahnhof. Meine Mission am Fernsehturm ist noch nicht ganz beendet. Matthias hat für heute eine Firma bestellt, die einmal im Jahr Frühjahrsputz macht. Und zwar gründlich von außen. Wir machen das jetzt wirklich, oder? Wir machen... Man muss auch was riskieren, ja? Guck mal, da oben auf der Tribüne, da kommen die Tipps. Vielen Dank. Das ist wie in der Muppet-Show. Ja, hallo. Das ist jetzt für mich nicht mein größter Traum. Gell? Also das ist für mich jetzt schon auch... Adrenalin steigt. So.
Schon das kostet Überwindung. Gleich hängen wir in diesem Korb an der Fassade des Turms und unter uns nichts. Wiedersehen. Halt. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Habt eure Ruhe. Da läuft keiner dagegen irgendwie. Das ist ein ganz, ganz spezielles Gefühl. So. Bis runter, oder? Bis runter. Oh. Spürst du da überhaupt noch irgendwie was, oder? Nö, das ist wie im ersten Stock für mich. Dieser Mann hat einen Ruhepuls. Aber da habt ihr auch wirklich nicht viel Platz, wenn ihr zu zweit hier seid. Also Das geht, ist wie eine Sardinendose, oder? ja, ist wirklich so. Kuschelig. Ja, definitiv. Oh, kuschelig eng und kuschelig hoch. Oh Gott. Super, hä? Ja. Ja, es ist wirklich. Oh je, oh je, oh je. Da wird schön gefrühstückt. Aber schön die Aussicht versauen hier. Schluss mit dem romantischen Date. Du bist jetzt hier am Fernsehturm schon 30 Jahre. Ja, Wie lang hängst du noch hier oben? das letzte Mal habe ich vor. Das letzte Mal heute? Ja. Nee, Quatsch. Doch, Oh Gott, ich fühle mich ja fast ein bisschen geehrt. Heute ist das letzte Mal. heute ist meine letzte Reinigung. Und? Dann reicht's. Ist das Ich habe es okay? jetzt 30 Jahre gemacht. Ich werde jetzt am Juni 70. Dann kann man aufhören. Dann definitiv. Dann sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für alle Urlauber und Stuttgarter danke, dass du uns die Aussicht ermöglicht hast. Bitte, kein Boah, Problem. da mach ich geht ja gern. quasi ein Fernsehturm unikat. Okay. Ja. Stoßt mal bitte an. Stoßt mal an auf Alex. Ja, haben Sie das? Das klappt doch wunderbar. Vom Fernsehturm in die Innenstadt, das geht nicht nur sehr fix, sondern vor allem sonntags auf eine ganz besondere Art und Weise. Und zwar in dieser gelben Schönheit hier. Boah, aber das ist doch herrlich. Ah, hinten rein, alles klar. Hallo. Hallo, Ich grüße dich, Johannes. Jürgen, hallo, schönen Jürgen, guten Tag. darf ich einsteigen? Bitte sehr, immer gerne. Das ist ja eine Erscheinung, wenn ihr kommt. Ja, das ist ein Fahrzeug von 1939, mit dem wir hier fahren. Das ist von der Maschinenfabrik Esslingen gebaut. Jetzt geht's los. Gerhard, ist es möglich, diese Bedienung zu erklären, wie es funktioniert mit diesem riesen Hebel da an der Seite? Das ist die Fahrkurbel, mit der fährt man und bremst man auch elektrisch. Bin ja jetzt gerade damit angefahren. Jetzt schalte ich hier die Bremsstufen ein, damit wir nicht zu schnell werden. Dann sieht man hier, das ist der Schalter für die Weichen. Das heißt, ich kann hier nach rechts, nach links, geradeaus. Jetzt ist das bei euch hier schon eine besondere Atmosphäre, finde ich. Also es ist wie so eine kleine Zeitreise. Woher kommt denn die Liebe bei dir? Das weiß ich auch nicht. Es hat halt irgendwann angefangen und als meine Eltern dann meinten, ich soll doch mal Mitglied im Verein werden, dann bin ich halt hier Mitglied geworden. Die dachten wohl eher an einen Sportverein, aber ja, bei mir ist es dann die Straßenbahn geworden. Und ihr fahrt jeden Sonntag, oder? Wir fahren jeden Sonntag, genau. Und es sind 2 Strecken. Das heißt, wir fahren hier zum Fernsehturm hoch. Dann haben wir noch die zweite Strecke, das ist die Linie 21. Und die führt vom Museum aus auf dem direkten Weg über die Neckarstraße entlang der historischen Strecke der allerersten Pferdebahn. Bitteschön. Und du kriegst jetzt wie viel von mir? Da kriege ich jetzt 5,50 Euro. Das ist praktisch der Einzelfahrpreis Ja. für diese Strecke.
manchmal ist es teuer empfinden. Ich sage immer, wenn man zum Volksfest geht und einmal eine Runde mit der Achterbahn fährt, ist das viel teuer und ist nach 4 Minuten vorbei. Wir fahren hier 40 Minuten fürs gleiche Geld. Aber vorne hängt ja die Preisliste von früher, oder? Ja. So, da vergleichen wir jetzt mal, wie sich das für den Verbraucher geändert hat. Wie war es früher? Da hat sich ein bisschen was So, geändert. Ja. Jürgen, das sind die Preise, die ich haben will. Das sind die Preise. Warum wurde gebimmelt? Damit der Kollege weiß, dass die Türen zu sind, ist es für ihn das Abfahrsignal. Ach so, das heißt, da kann man sich gar nicht festhalten. Nein, sollte man nicht tun. Wir sagen den Leuten in der Regel immer spaßhalber, der einmal dran bimmelt, muss eine Runde zahlen für die Fahrgäste hier. Ja. Okay. Könnte vielleicht teuer werden. Aber sag mal, steht das Schmuckstück auch bei euch im Museum? Nein, dieses Schmuckstück haben wir in unserer Betriebshalle. Wir haben das Museum zweigeteilt. Da ist eine Halle, wo die Fahrzeuge abgestellt sind, die betriebsfähig sind, die eingesetzt werden. Da stehen auch die schönen Mercedes-Busse, diese gelben, oder? Da stehen auch die Omnibusse mit drin. Und in der großen Museumshalle, da haben wir dann Fahrzeuge, die nur zu Ausstellungszwecken drin sind, wie zum Beispiel GT4. Das sind ja die Straßenbahnen, die von 1959 an bis 2007 den Stuttgarter Verkehrsbetrieb geprägt haben. Da gibt es Bahnen, total süß, total verspielt, rot-weiß. Also hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich so ausgesehen hat. Nächste Haltestelle, Charlottenplatz. Eine vergnügliche Zeitreise in Stuttgarts Verkehrsgeschichte, die richtig Spaß macht. Und praktischerweise kommt sie auch an meinem nächsten Ziel vorbei, der meistbesuchten Sehenswürdigkeit von Stuttgart. Hektar, über 11.000 verschiedene Tiere. Die Flamingos gehören natürlich dazu und pro Jahr rund 2 Millionen Besucher. Das heißt, es gibt jede Menge Gründe, hier mal vorbeizuschauen und diese rosa Kollegen zu besuchen. Das gibt's alles hier in der Wilhelma. Herr Grün, Sie sind zoologischer Direktor. Das heißt quasi Herr der Tiere, Chef der Pelikane. Genau, also ich bin der zoologische Leiter hier in der Wilhelma. War Direktor schon falsch? Ja, wir haben halt, mein Chef ist der Direktor. Ja, und Entschuldigung, Herr Kalpin. Aber diese Mischung aus zoologisch und botanisch, das ist tatsächlich in der Form einmalig, oder? Also das ist einzigartig. Ja, und dann natürlich kommt hier ist natürlich, dass wir hier natürlich noch den historischen Bereich haben. Also wir haben ja die Wilhelma von König Wilhelm, seinen Privatsitz praktisch. Und hier in die Wilhelma durften nur Leute, die er mochte und die er wollte. Und dementsprechend hat er sich dann hier so ein kleines Einod geschaffen. Die Koalabären, das ist ja sozusagen aktuell noch... Koalas. Nicht Bären. Das sind Beutelbären, ja, aber sind keine Bären. Ja, und deswegen muss man da schon ein bisschen helfen. Also sind Koalas, gehören praktisch zu den Beuteltieren und haben mit Bären gar nichts zu tun, auch wenn sie natürlich genauso süß ausschauen wie der Teddy. Wir haben jetzt dort 2 Koala-Jungtiere, die nennt man Joeys, ein Männchen und ein Weibchen. Halbgeschwister, haben denselben Papa, aber unterschiedliche Weibchen. Aber da gehen wir heute mal nicht hin, sondern ein anderes Highlight der Wilhelma. Wir entfliehen praktisch der Kälte und gehen ins warme Brasilien und gehen ins Amazonienhaus. Unbedingt. Hier gibt's gerade Frühstück für alle. Ja, man sieht ja ganz genau, Bitte schön. im Morpheus läuft das Wasser in der Nase zusammen und nicht im Mund. Der liebt Karate. Aber das sind schöne Tiere, finde ich. Ja. Also ich finde gerade, wenn ich es wieder so... Sie haben halt immer dieses Kindchenschema-Gesicht noch. Siehst du das? deshalb Ja, guck. Finden so viele Leute Faultiere toll. Rote Beete, Nicht alle an einen Ast hängen, sonst fällt ihr noch runter. rote Beete. So, ich hätte noch rote Beete im Angebot. Kann man auch mal anfassen. Kannst du auch gerne Ja? mal fühlen, wie sich. Also wir föhnen die nicht Oh Gott. Die sind viel weicher. als Ich manche brauche Menschen deinen denken. Conditioner. Du bist ja... Oh. So, ich merke, du willst was zu... So, eine Karotte für dich. Mensch, deine Bauchmuskeln hätte ich gerne.
Und während wir quatschen, ist hier unten eine kleine WG-Party. Hallo. Das ist ein Goldkopf-Löwenäffchen. Nimmst du die Erdnuss? Oh. Männchen. Bitte schön, gern geschehen. Entschuldigung, du hast doch noch schon eine. Boah. Willst du noch? Ey, sag mal. Das war ein Frechdachs. So. Dankeschön für die Zusammenarbeit. Bitte noch die Drehgenehmigung unterschreiben. Ja? Perfekt. Bin ein bisschen geflasht, das ist toll. Also das ist super. Und vor allem ist ja auch für die Besucher, du bist ja hier sehr direkt. Ich kann hier im kompletten Bereich quasi auf Erkundungstour gehen. Die Tiere sind frei und ich kann selber gucken, wo kreucht und fleucht ist, oder? Ach, da hinten, ja, da ganz oben. Oh, ich hätte ihn, glaube ich, nicht entdeckt, wenn ich es mir nicht gesagt hätte. Oh, was, da schwimmen ja richtig dicke Brummer. Hallo Marayo, er wartet schon. Hallo Marayo. Marayo ist durchaus beeindruckend. Und die Fütterungszeiten sind natürlich bekannt und dementsprechend auch beliebt. Da wollen ein paar sehen, wie er gefüttert wird. Das leckerste Stück, das kann man gut festklemmen. Ja. Ah nein! Oh! So, aber jetzt darf ich es ihm geben, oder? Das ist die Anstrengung. Ja. Ui, guck mal. Ei, ei, ei. Also ich muss ja sagen, die Wilhelma in Stuttgart, wenn man mal hier ist, das kann man nicht machen, das muss man eigentlich machen. Und das Gute ist, von hier ist man auch wahnsinnig schnell in der Innenstadt. Und da gibt es auch eine Menge zu sehen. Zu Stuttgarts Mitte gehören die Königstraße und der Platz zwischen Königsbau und Neuem Schloss. Das urbane Zentrum der Landeshauptstadt, wenn man so will. Ja, hier lohnt es sich eigentlich immer Halt zu machen. Der wunderschöne Schlossplatz. Hier finden regelmäßig tolle Veranstaltungen statt, Konzerte, Sommerfeste. Und das wiederum, das sorgt regelmäßig für ausreichend sanitäre Anlagen. Pipi machen in Stuggi kein Problem. Aber es gibt noch mehr Gründe, hierher zu kommen. Allen voran die vielen Straßencafés wie am Königsbau. Du bist ein Stuttgarter? Ja, ich wohne seit 24 Jahren in Stuttgart. Okay, pass auf. Pass auf. Ich will herausfinden, was macht die Liebe zu Stuttgart aus? Oh Gott, okay. Ja, also Heimatgefühl einfach. Ich finde, es ist einfach eine Heimat geworden mittlerweile. Vielfältigkeit auch, finde ich. Und wie würdet ihr Stuttgart beschreiben? Also schon auch ein städtisches Gefühl, aber irgendwie auch, man hat so seine Ecken, wo man sich sehr wohlfühlen kann. Du hast einfach so viele grüne Plätze, die einfach das Großstadtgefühl wieder ausgleichen. Wenn ihr ein perfektes Wochenende in Stuttgart planen müsstet, was muss da drauf? Ich brauche jetzt die besten Tipps. Stadion. VfB Stuttgart. Gut. Das Neckarstadion. Okay, gut. Wir haben Stadion, haben wir 3-0 gegen die Bayern gewonnen. Was mache ich außerdem? Also auf jeden Fall nicht nur auf der Königstraße sein. Das ist sonst ein bisschen wenig. Also auf jeden Fall so ein bisschen weiter raus auf die Karlshöhe. Da ist ein ganz schöner Biergarten. Und darauf sind die Stuttgarter auch stolz. Das Staatstheater Stuttgart, das größte Dreispartenhaus der Welt. Oper, Schauspiel und Ballett. Und wer richtig Theater will, der muss zum Nachbarn. Landtag ist nebenan. Hier wird diskutiert und gestritten. Alles zum Wohle von Baden-Württemberg. Etwa 630.000 Einwohner zählt Stuttgart und ist damit sechstgrößte Stadt in Deutschland. Neben den historischen Gebäuden gibt es auch ein neues, modernes Gesicht der Stadt. Kein Wunder, wird auch eine Menge gebaut. Es gibt hier so viele Klischees über Stuttgart. Stuttgart 21 und der Verkehr. Und ich will gar nicht weitermachen. Ist da was dran oder wie ist Ihr Blick auf die Stadt? Gespalten. Oh, okay, das klingt spannend. Ja, das bedeutet was? Das bedeutet, ja, wir haben hier große Baustellen, aber das ist für die Zukunft. Du kommst aus Düsseldorf, jetzt Genau. Stuttgart. Seit Anfang des Jahres. Haben die Städte was gemeinsam oder? Sie haben beide ihre schönen Bereiche, wobei Stuttgart davon deutlich mehr hat. Okay. Das ist, okay. Also das Innenstadtbereich ist einfach, da sieht man, dass die Region über einen längeren Zeitraum sehr viel Wohlstand hatte und davon heute noch leben kann. Und insofern
Also es ist durchaus lebenswert hier. Euch eine schöne Mittagspause wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr alles gerne. Gute. Stuttgart hält also dem Vergleich unter Deutschlands Großstädten stand. Und das, obwohl die Stadt im Krieg ziemlich zerstört worden ist. Es gibt ja den schönen Spruch, es kommt auf die inneren Werte an. Das gilt übrigens auch für Stuttgart. Und zwar hier unterhalb des Marktplatzes. Da schlummert was. Das haben selbst nicht alle Stuttgarter auf dem Schirm. Ich hoffe, unser abgesprochenes Kommando, es funktioniert. So, Männer, wir werden jetzt bereit für den Special Effekt. Mal gucken. Es funktioniert, guck mal. Der Boden tut sich auf. Hallo! Ich grüße euch, Johannes. Guten Morgen. Morgen. Hi, Marc. Wobei ich grüße dich. Danke für die Zeit. Also, was jetzt vor uns liegt, ist tatsächlich das einzige Bunkerhotel in ganz Stuttgart. Genau. Ja. Ein Hotel der besonderen Art. Oha. Darf ich weiter? Selbstverständlich. Fühl dich wie zu Hause. Ach, was. Und der Bunker ist aus dem Jahr 1900, wie viel? 1941. Man hatte damals ein bisschen über 1000 Plätze vorgesehen, als man errichtet hatte. Und dann zu Luftangriffszeiten waren dann bis zu 3000 Leute hier unten und haben sich quasi Schutz gesucht. In der Nachkriegszeit, gerade die ersten 2-3 Jahre, waren ja die ganzen Hotelanlagen auch versprengt. Und somit hat es hier sehr großen Anklang gefunden. Und das Hotel hatte geöffnet bis 1985. 40 Jahre. Krass. Und sogar damals waren hier schon die Fans des VfB Stuttgarts, haben hier genächtigt. Vielleicht. Haben wir die Champions League gefeiert, ja, die Stuttgarter. Korrekt. Man hatte aber ein überschaubares Reich hier, oder? Man hatte ein überschaubares Reich. Ja. Das Bunkerhotel hat wie oft offen im Jahr? Also man kann hier wirklich nicht oft hier reingehen. Nein, also die Tore öffnen einmal für die Öffentlichkeit an der langen Nacht der Museen. Aber wir haben natürlich noch andere Bauwerke in Stuttgart, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das ist alles Marktelektrik für die Stände hier? Das ist alles Marktelektrik für die Stände hier, genau. Dann kommen wir jetzt in die Sanitärausstellung. Ja, okay. Ja. Genau. Gut, die sind ungefähr so wie in meiner Schule oder während meiner Schulzeit, sah ähnlich aus. Ja, genau. Und wenn du genau hinschaust, siehst du, dass viele von den Fliesen heute wieder modern sind. Absolut. Absolut. So. Hier haben wir vom Prinzip ja auch noch einen Teil, das halt aktuell brach liegt. Einfach so, wie es gewesen ist. Das finde ich jetzt gerade total spannend. Wir waren da drüben in dem Bereich, alles noch wirklich hell und freundlich. Und hier wird's aber... Hier ist jetzt richtig Bunker und unheimlich, ja? Genau. Vorsicht, da ist das Wasser sehr tief. Ich habe es gerade gemerkt, dass es wirklich sehr tief ist. Ich bin hier so reinmarschiert, aber jetzt wird es hier so ein bisschen... Ja. Lieber Robert, lieber Marc, vielen Dank für diese Führung. Das war wirklich spannend. Es geht jetzt wieder hier vorne raus. Nee, da raus. Okay. Nur ein paar Schritte vom Marktplatz entfernt die Markthalle und ein Lieblingsort für 2 Neustuttgarterinnen. Ann-Sophie und Abla sind zurzeit unbestritten Stuttgarts Königin und Hauptdarstellerin im Musical Die Eiskönigin. Ich lass los, lass jetzt los, nun bin ich endlich so weit. Ich lass jetzt los, doch Tränen sind hier nicht. Hallo, guten Morgen, hi.
Habt ihr noch einen Löffel über? Hi, Johannes. Hi. Ich habe 10 Löffel. 10, wunderbar. Hallo, ich grüße euch, Johannes. Habt ihr eine Hand frei? Oder? Hi, Johannes. Hi. Hi, Johannes. Hi. Danke für die Zeit. Ihr seid schon völlig am Schnabulieren. Das ist ja hervorragend. Darf ich euch einladen? Ihr habt mir jetzt den Honig gezeigt und die Marmelade. Was habt ihr Lust? Also ich hätte gerne einmal, wenn ihr einlädt, Ja, würde gut. ich gerne einmal hier ein bisschen absahnen. Kriegen wir so 3 Schälchen rote Beete-Salat? Würdet ihr sagen, Stuttgart ist eine Stadt, da kommt man gut rein? Also fühlt man sich direkt wohl? Also ich hatte keine Probleme, mich hier einzufinden. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl in der Innenstadt. Ich bin ein bisschen rumspaziert. Man braucht ja, oder man sucht ja immer so ein bisschen auch seine Spots, seine Cafés, in die man immer wieder geht, in denen man vielleicht auch ein bisschen arbeiten kann oder sich einfach zum Kaffee trifft, zum Abschalten. Und da gab es wirklich Angebot en masse. Stuttgart macht es einem nicht schwer, sich hier wohlzufühlen. Aber das ist ja auch... Oh, geht schon los. Vielen Dank. Ist es für vielen jetzt? Dank. Ex und Hop? Ja, Ex und Hop. Ah, okay. Na dann. So, also guten Appetit. Danke. So. Da haben wir jetzt gleich rote Zähne. Ja. Also kein Close-up, bitte. Schneiden wir raus. Die Zähne. Oh, wow. Ihr knüppelt ja richtig. Also ihr steht fast jeden Tag auf der Bühne. Das ist ja jetzt nicht so... Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja schon echt ein krasser Job. Und Ich wollte dazu auch sagen, also Ja. was man tagsüber macht, also man bereitet sich halt schon auch auf den Abend vor. Ne? Und die ganze Woche besteht eigentlich daraus, wie kann ich die Show jeden Abend spielen. Das heißt, man ist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, auf sich aufzupassen. Und dazu gehört gut Essen auch dazu. In Stuttgarts Feinkosttempel hat es den beiden Einstand besonders angetan. Was darf es denn sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde auf jeden Fall ein Pecorino mitnehmen. Habe ich nämlich auch gerade gedacht. Ah, wirklich? Ja. Guck mal. Toscano Fresco. Ich würde den Nero nehmen. Ja! Oh Gott, wie es mein klein war. Was? Bekomme ich kein Stück? Was ist das denn? Nur die Damen haben bekommen, das ist super. Und? Ist Sehr gut? lecker, danke. Ja, wirklich sehr gut. Okay. Ich glaube, ich muss meine Käseeinladung zurückziehen. Ann-Sophie dreht jetzt komplett durch. Hä, deswegen. Nee, alles Wie gut. jetzt? Die steht. Also das will ich ja wohl meinen. Nee, ich Ein halte Mann, mein der Wort. sein Wort zurücknimmt, das muss mir Okay, überlegen. nein, ich ziehe das durch. Ganz konsequent. Vielen Dank. Jetzt sind wir wieder von Amore. Jetzt sind wir Doppelkäseplatte gibt es gerade auch im Kunstmuseum am Schlossplatz. So heißt die aktuelle Ausstellung. Wir bleiben beim Bild Großstadt von Otto Dix hängen. Die Atmosphäre ist hier einfach so schön. Man kann die ganzen Bilder auf sich wirken lassen und ein bisschen seine Gedanken schweifen können. Ruhe vom ganzen Trubel unseres Bühnenlebens. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man in eine neue Stadt kommt, dass man sich halt auch einfach die Kultur so ein bisschen drauf schafft. Also das Interesse für die Stadt sollte auf jeden Fall auch da sein. Und wie praktisch, dass nach so viel Kunst oben im Restaurant Kaffee mit Großstadtblick serviert wird. Vielen Dank. Nee, alles gut, ich mache Ihnen Platz. Die meisten wissen gar nicht, dass man hier in Stuttgart so schön sitzen kann mit so einem schönen Ausblick. Für euch geht's jetzt wie weiter? Wir fahren jetzt ins Theater. Man kann euch logisch auf der Bühne bewundern, aber es gibt doch auch die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Genau, ja. Es gibt Backstage-Führungen, die man sich buchen kann. Da wird man dann durchs Hinterhaus geführt. Da sieht man dann Kostüme, Perücken, kriegt ganz viele Insider-Infos. Ja, das ist Abla. Oh, guck mal hier. Hier ist Abla. Anna, hier ist Abla drin. Genau. Da sind sie doch, unsere beiden. Ja. Und Hier muss man aufpassen. Hier muss man aufpassen, der ist ganz besonders, der Boden. Und das ist der Orchestergraben und das ist die Perspektive am Abend. Das ist jetzt genau der Platz. Hier werden Ann-Sophie und Abla heute Abend stehen. Ja. Und das Publikum wieder rocken. Und ich werde mich heute Abend hier unten mal reinsetzen, wenn ich darf. Natürlich. Gut, das Wir mach ich. freuen uns. Ich lass los, lass jetzt los, nun bin ich endlich so weit. Hier bin ich und bleibe hier und ein Sturm zieht nach. Steht mir nichts im Weg.
Hammer! Dank Adler und Ann-Sophie kann Stuttgart Musical, kann Stuttgart Show. Aber Stuttgart kann noch etwas, und zwar sehr lecker sein, auf eine sehr kreative Art und Weise. Im Arc-Hotel Camino geht es um echtes Essen und digitale Kunst. Ein interaktives Dinner. Habe ich heute Abend eine richtig nette Gesellschaft. 7 Paintings nennt sich die Show, die 7 Kunstwerke und 7 Gänge zusammenbringt. Fabienne und ihre Freunde sind genauso gespannt wie ich. Ich glaube, wir dürfen uns unseren eigenen Cocktail. Okay, los geht's. Okay. Weiß da jemand die perfekte Mischung? Kommt alles rein jetzt, oder? Ich weiß nicht. Wer hatte denn von euch die Idee, das zu machen? Ich glaube, ich habe es in die Gruppe geschickt. Ich habe das auf Social Media gesehen und dann habe ich es quasi meinem Freund zu Weihnachten geschenkt. Aber das heißt, ihr seid jetzt keine ausgewiesenen Kunstkenner oder alle studieren Kunst oder so. Sehr gut, das ist sympathisch, ich auch nicht. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ihr seid eine Clique, oder? Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Nein, wie gut. Wir haben zusammen die Windeln gemacht. Ihr beide? Toll. Und Hannes auch. Und die alle dieselbe Windel. Oh, ja. Und los geht's. Auf einmal fangen die Bilder zu sprechen an. Ich bin Leonardo da Vinci. Ich habe sie gemalt. Dort drüben. Mona Lisa. Was willst du jetzt, Leonardo? Hör zu, ich habe eine großartige Idee. Nein, nicht noch einer deiner verrückten Ideen. Was wäre, wenn wir Kunst kochen und sie einer normalen Person servieren? Dann würde diese Person ein Künstler werden. Zuerst musst du versuchen, meinen Da Vinci Code zu lösen. Was ist eure Taktik? Also ich habe einfach die 4, 5, 2, 1 gegeben, er hat nichts gemacht. Okay. Ja. High five, das ist gut. So, wir haben es gelöst. So, das war's mit dem Da Vinci Code. Zack, erledigt. So. Das ist irgendwie süß, aber auch salzig, gell? Ich glaube, das sieht ein bisschen aus wie Soße. Also, die ist auch warm. Ja. Das ist der Beweis, Kunst ist vergänglich. Und mit den verschiedenen Soßen malt jeder sein eigenes Kunstwerk. Weil du unterschiedliche Mengen hast. Die ersten Gänge sind um. Erstes Fazit. Ich finde es richtig cool. Ja? Ich finde es voll gut, dass man so das Essen mit dem Malen verbinden kann. Also jetzt gerade vor allem der Gang mit unseren Pinseln hier, dass wir da einfach so künstlerisch tätig werden konnten. Das macht schon Spaß. Vielen Dank, vielen Dank. Das Eis auf die Kartoffel. Das ist geil, echt die Kartoffeln. Das magische Aroma. Kommt da was raus? Jetzt ist das der letzte Gang gewesen. Ja, hat jetzt über 3 Stunden gedauert tatsächlich. Was sagt ihr? Ich fand, es war durchwachsen auch. Also es gab manche Gänge, die haben mir echt sehr, sehr gut geschmeckt, wo ich auch sage, das war sättigend, das war irgendwie so, wie ich es erwartet habe. Andere waren jetzt nicht so ganz, was ich erwartet habe. Das war halt so ein künstlerisches Erlebnis eher. Also was anderes, weil wenn man schick essen gehen will, dann kann man es ja auch einfach so machen. Ich will einfach sagen, danke für den schönen Abend. Ich sehe es so wie ihr. Also ich fand die Show fand ich mega, die Kreativität, die Inszenierung. Das Essen hat mir jetzt nicht die Socken ausgezogen. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber das Beste war für mich an dem Abend, muss ich echt sagen, eure Gesellschaft. Wirklich. Ihr seid so eine tolle Truppe. Also auf euch. Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Cheers. Auf zum nächsten Highlight, dem Mercedes-Benz-Museum. Schicke Oldtimer und coole Typen treffen sich immer sonntags zum Stell dich ein vor dem Museum. Allerdings normalerweise nur in der warmen Jahreszeit. Arschkalt, aber richtig schöne Autos.
Hallo! Habt ihr eine Sitzheizung? Nein, ich bin Anschnallgurt. Johannes, hallo! Hi, Grüß dich! freut mich. Boah, schön. Wie kommt man zu so einer Familienkutsche? Das hängt damit zusammen, dass wir auf der Oldtimer-Messe waren in Retro Classics. Ja. Und ich gesagt habe, ich trete jetzt ein in den Unimog-Club. 2 Wochen später sagt mein Mann, man kann nicht im Unimog-Club sein ohne ein Unimog. Gut. Also, ein Unimog muss her. Ich hatte dann seit über 35 Jahren schon einen 90er SL Mercedes. Und der ist ja nicht familientauglich. Wie hast du dich verliebt? Also es war so, mein Opa ist früher aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ja. Das war 72 und er ist mit dem Fahrzeug aber in Rot in Deutschland angekommen. Krass, dann ist das ja wirklich ein Stück auch Familienemotion. Natürlich. Also es war ein Traumauto von mir und vor 3 Jahren habe ich es mir verwirklicht. Ja. Genau. So Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Toll. Jetzt war ich hier gerade im Jahr 83, glaube ich. 84, Entschuldigung. Jetzt musst du 23 Jahre rückwärts spulen. Jawohl, mache ich. Und dann kommst du ins Jahr 61. Und da kommst du zu unserem schönen 180er Ponton. Es ist einfach Nostalgik und es sind einfach, das Auto hatte in der damaligen Zeit eine andere Bedeutung. Heute ist es ein Fortbewegungsmittel mit vielen Kunststoffteilen von A nach B und früher war es auch eine Lebenseinstellung. Ihr wart auch schon mal bei dem Kaffee und Classic. Classic and Coffee. Ja. Hier oben, ja. Immer wieder. Wie ist das, wenn hier alle Oldtimer-Freunde zusammenkommen, dann gibt es noch ein Käffchen? Ja gut, man hat einen Grund zu fahren. Ja, es ist schon ein bisschen Parade. Also man zeigt sein Auto auch gern, guckt auch gern die andere an. Und dann natürlich die Gespräche mit den Leuten, was für Felgen. Du lernst immer irgendjemanden kennen. Das ist super geil. Also das ist die typische Reaktion bei solchen Autos. Da vorne werden direkt Erinnerungsfotos gemacht. Hier, guck mal. So. Ihr müsst mit aufs Foto drauf! Ihr müsst alle mit aufs Foto! You will get the picture with the owner! No, stay still, stay, go! Go, come on! He's the owner! I will take a photo! So. Ja. Achtung! Bitte lächeln, denn fotografieren darf man auch im Museum. Und da gibt es wirklich Motive in Hülle und Fülle. Der blaue oder der silberne? Der blaue eigentlich. Mercedes-Benz Rennwagen Schnelltransporter 1955. Das heißt, ich soll einfach vor Ihren Papa mal fragen, was der kostet, dann nehmt ihr den mit, oder? Ja. Ja, okay, gut. Mach ich. Kein Problem. Der ist jetzt 1938. Der ist 38. Jetzt die Gretchenfrage. Warum der Stern und warum nicht Zuffenhausen oder aus der bayerischen Landeshauptstadt? Wieso? Es ist die Qualität. Es ist das Thema, wie die Dinge gedacht und gelöst sind. Das mag ein BMW-Fahrer für sich aussagen und ein Opel-Fahrer. Yeah. Das ist sicher auch garantiert subjektiv, ja. Aber es ist dieses, auch man fährt dem Stern hinterher. Also wenn sie was Geniales gemacht, der sitzt permanent da vorne und du folgst ihm die ganze Zeit, ja. Also das heißt, für dich darf es jetzt eher so ein bisschen so ein Youngtimer sein. Dieser Baby-Benz, wie man ja sagt. Ja, genau. Ich hab überlegt, ob es er ist, aber das ist der Baby-Benz. Ist er, genau richtig. Nicolas Cage ist das Fahrzeug gefahren. Schönes Fahrzeug, auch in schwarz, selten. Gibt es nicht so oft. Du musst dich jetzt entscheiden. Der 190er oder auf der anderen Seite steht was? Der SLK von Podolski, auch ein schönes Fahrzeug. Und ich finde, da hat AMG so richtig angefangen, auch sportliche Modelle zu bauen, auch konkurrenzfähig zu sein. Und draußen wird gezeigt, wie alles losging. Der Patent-Motorwagen von 1886 war das erste von Karl Benz gebaute Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die Autostadt Stuttgart setzt heute auch auf die Schiene und ist für ihren Bahnhofsneubau landesweit berühmt berüchtigt. Es gibt wahrscheinlich keine andere Großbaustelle in Deutschland, die in den vergangenen fast 2 Jahrzehnten für mehr, nennen wir es, Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mittlerweile ist diese Großbaustelle aber einer der beliebtesten Ausflugsziele in ganz Stuttgart. Und einen großen Teil davon kann man sich tatsächlich hier direkt am Hauptbahnhof ganz spontan angucken.
Hier bekommt man ein gutes Gefühl, wie es mal aussehen könnte. Und diese weißen Teile da oben, das sind diese Lichtaugen? Das sind die oder was? Lichtaugen, genau. Und jetzt kann man reingucken. Und dann hat man hier die Brücken sozusagen, die über den Gleisen verlaufen. Wo denn? Das sind die Verteilerstege. Ich muss ja zugeben, ich hätte das nicht gedacht, dass Sie da mittlerweile auf Platz 5 sind? Ja. Bei den beliebtesten Ausflugszielen? Genau. Das ist schon noch ist ein Stück weit kurios, oder? Ja, also Ja? das Interesse der Menschen ist auf jeden Fall da. Ich meine, das ist etwas, was mitten in der Stadt passiert. Ja, da hat klar. jeder was von gelesen, Genau. jeder hat Ja. was von gehört. Und dann will man natürlich auch mal wissen, was genau Sache ist. Und vor allem können wir sagen, also was wir jetzt gerade machen, was ich jetzt mache, man kann einfach reinspazieren. Genau, wenn man eine Führung möchte, sprich wenn man auf die Baustelle möchte, dann muss man sich anmelden. Hier oben schauen wir uns auf jeden Fall das Lichtauge an. Das ist das zentrale Element hier oben. Davon gibt es 27 Stück auf der ganzen Fläche. Ein Lichtauge hat 200 Quadratmeter Glasfläche ungefähr. Wir haben 27, also haben wir roundabout über 5000 Quadratmeter Fläche, über die Licht in die Bahnsteighalle reinfließen kann. Und das führt dazu, dass wir bei so Lichtverhältnissen wie jetzt oder auch vorher, als es noch bewölkter war, kein zusätzliches Licht unten im Bahnhof brauchen. Wenn man hier steht, versteht man erstmal oder nähert sich, wie groß das eigentlich hier ist. Das ist der Grund, warum wir auch die Baustellenführung machen, weil wir eben von dem Satz ausgehen, einmal gesehen ist besser als 1000-mal gelesen. Und jeder hat es ja schon 1000-mal gelesen, ja? Genau. Das ist ja das Ding. Wenn man dann hierher kommt, dann sieht man die Dimension und erkennt eben, was das alles bedeutet, vielleicht auch ingenieurstechnisch. Das ist der mittlere Verteilersteg, wie vorher oben im Modell auch gesehen. Spannt sich 80 Meter hier über den ganzen Bahnhof und 50 Meter in der Breite und wird später dann den Hauptpersonenstrom aufnehmen. Und hier sieht man schon, da liegen schon die Gleise drin. Das ist beeindruckend, das sieht wahnsinnig schön aus. Ja. Hätte man es nicht auch einfacher haben können und preiswerter? Weil ich finde es auch schön, Ja, aber also es kostet halt so viel. Ich verstehe die Frage. Das müssen Sie das Preisgericht von 1997 fragen. Wir Naja. hatten 126 Entwürfe und haben den einstimmig gewählt. Was kostet es am Ende jetzt? Über 11 Milliarden Euro. Über 11 jetzt, Milliarden ja. Euro. Nur um das noch mal klarzustellen, das ist ja nicht nur der Bahnhof für die 11 Milliarden. 60 Kilometer Strecke, das meiste davon in Tunneln, 4 Bahnhöfe, oben am Flughafen ein komplett neuer Fernbahnhof, plus der Bahnhof, plus eine S-Bahn-Haltestelle. Klappt das bis Ende 26? Ja, also es Oder? muss ja früher klappen, weil 26 Ende gehen wir ja in Betrieb und davor gibt es ja noch jede Menge Testfahrten. Ja? Das heißt, wo wir gerade stehen, in die Richtung geht's nach? Da geht es nach Feuerbach und nach Cannstatt, also 3,5 Kilometer, 4 Kilometer und man steht auf der Neckarbrücke an der Wilhelma. Okay, dann laufe ich los, bis ich da bin, ist wieder Vasen. Danke Wunderbar. für die Zeit. Tschüss, gell? Alles Gute. Das ist schön, ich muss das sagen. Das ist nicht von schlechten Eltern alles hier. War es aber auch früher schon nicht. 200 Jahre alt ist dieser besondere Ort mit Blick auf die Stadt. Ein Mausoleum. Ein Denkmal der Liebe, gebaut für die russische Großfürstin Katharina. Sie wurde nicht nur von ihrem Mann, sondern auch von den Stuttgartern geliebt. Immerhin hat sie ihnen auch das Cannstatter Volksfest geschenkt. Das ist auch Architektur für die Ewigkeit. Die Grabkapelle in Stuttgart. Das ist so ein Ort der Liebe. Wird auch gerne schwäbisches Taj Mahal genannt. Hier kann man sogar heiraten. Hat einst König Wilhelm I. gebaut für seine Herzensdame Katharina. Und wenn man hier oben ist, man hat wirklich einen atemberaubenden Ausblick über Stuttgart. Was der perfekte Abschluss ist für eine Reise durch Stuggi.